In unserer Gesellschaft hat ja der Verstand meistens viel mehr Gewicht und unsere Intuition ist ja auch unser Gefühl. Und das ist schon etwas, was uns ja auch eine Führung geben kann. Und wenn wir so im Alltag sind, dann haben wir ja auch ganz viele Glaubensmuster und Verhaltensweisen. Und die sind ja wirklich förderlich, die sind gut für uns. Und bei anderen blockieren wir uns einfach selbst. Und es gibt ja auch gesellschaftlich ganz viel. Bei mir ist es zum Beispiel die Melancholie, die mich manchmal überkommt. Die bleibt nicht lange, die bleibt mal 1 Tag oder 2 oder 3 Tage. Es ist nicht sehr stark ausgeprägt, aber sie ist einfach da. Kennst du sowas auch? Kennst du das Gefühl der Melancholie oder der Traurigkeit? Und wie gehst du damit um? Ja, also ich finde auch, wenn man nur so mit sich selbst ist, dann kommt man ja in Kontakt mit auch solchen Gefühlen, weil ich denke, also gerade in unserer Gesellschaft, die meisten Menschen haben ja wie gar kein Gefühl mehr zu sich selbst, auch wenn das ja häufig ganz unbewusst ist. Und wenn man dann sich wirklich aus allem rausnimmt, auch wenn das nur 5 Minuten sind, und man ohne Ablenkung nur mit sich selbst ist, dann fängt man irgendwann an, wieder sich selbst wahrzunehmen. Und da gehören natürlich auch alle Gefühle dazu. Also solche auch, die wir als angenehm empfinden oder als unangenehm. Und der Punkt ist ja, dass Gefühle auch immer Botschaften haben. Also wir können ja wirklich ganz viel darüber lernen und über uns selbst lernen, wenn wir unsere Gefühle verstehen und da irgendwie daraus lernen, woher kommt dieses Gefühl, warum habe ich dieses Gefühl, was brauche ich eigentlich. Also das sind ja so Hinweise, die wir dadurch auch bekommen können. Und darum finde ich das ganz hilfreich, wenn man sich wirklich diese Zeit nimmt, selbst wenn es nur 5 Minuten sind, weil das ja gerade in unserer Gesellschaft einfach viel weniger ein Thema ist. Und wenn wir wissen, was wir in uns haben, dann können wir ja schauen, wie wir damit umgehen. Also dann wissen wir, passt uns das so oder möchten wir das umändern? Also das ist ja wirklich wie so ein Prozess, der ja dann wie erst anfängt. Und also zum Beispiel, wenn wir einen Glaubenssatz haben, wo wir merken, der blockiert mich jetzt wirklich, dann ist das ja hilfreich, wenn wir uns überlegen, was wäre das Positive davon, also wie können wir das in was Gutes drehen. Und das ist wie so der zweite Schritt dann. Nachdem wir hier auf Sagenhaft und Sonderbar senden, das ist ja so ein außerirdischen Channel hier, Kanal, UFO-Sichtungen, alles Mögliche. Und ich wollte dich mal fragen, über das Thema Außerirdische hast du ja auch immer wieder gesprochen in den letzten Jahren. Meine erste Frage, ich will es mal so anfangen, hat der Mensch Angst vor den Aliens, weil der Mensch so viel Angst vor sich selbst hat? Ja, also ich glaube, das hat halt viel auch mit den Medien einfach zu tun. Es gibt ja ähm, einige, wie sagt man dem, Horrorfilme oder irgend sowas, Ja. wo es halt auch irgendwie darum geht, dass Außerirdische die Erde übernehmen oder so. Ich habe die nie gesehen, ich weiß die im Detail nicht. Ja. Aber was ich so mitbekommen habe, und das geht ja alles irgendwo in die Vorstellung hinein, die Menschen dann von Außerirdischen haben. Und es gibt natürlich auch sehr religiöse Menschen, die davon überzeugt sind, dass Außerirdische eigentlich nur negative Wesen sind. Also, dass es wie gar nichts Positives daran gibt. Und natürlich gibt es die Leute, die sowieso an gar nichts glauben und davon ausgehen, dass es die gar nicht gibt. Also es gibt so ganz viele Einflüsse da und vieles ist sicher auch einfach wie so eine Art Programmierung, die wir haben.
weil aus meiner Sicht gibt es ja schon Außerirdische, die manipulieren, aber es gibt ja wirklich auch solche, die liebevoll sind und die im Bewusstsein viel weiter entwickelt sind als wir und die uns Menschen auch schon lange beobachten. Würdest du auch sagen, dass wir weil wir über Glaubenssätze gesprochen haben, über unsere innere Welt, jedes einzelnen Wesens, dass wir dann diese manipulierenden Wesen eher ansehen, wenn wir dann in einer destruktiven, negativen Art und Weise hier leben und auf der anderen Seite eben vielleicht telepathisch dann verbunden sind, eher mit höher schwingenden Wesen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Mhm, ja, ähm, das hat natürlich einen Zusammenhang und wir haben ja auch viel Hilfe von den höher schwingenden Wesen, weil ich gehe zum Beispiel davon aus, wenn wir diese Hilfe nicht hätten, dann gäbe es wahrscheinlich die Menschheit schon lange nicht mehr. Also dann hätten wir uns wahrscheinlich irgendwie selbst ausgelöscht. Und von dem her haben wir viel Hilfe, die wir halt oft einfach gar nicht bemerken, die irgendwo im Hintergrund ist. Und wir wissen ja alle nur das, was eben auf der Welt passiert. Und die Dinge, die nicht passieren, die wissen wir halt nicht. Genau. Und dann ist halt auch schwierig, oder zum irgendwie rausfinden, was wurde alles schon verhindert von Wesen, die uns gut gesinnt sind und wir wissen das einfach nicht. Ja. Also aus meiner Sicht gibt es Außerirdische, die auch einen physischen Körper wie wir haben, Mhm. aber es gibt auch solche, die wirklich nur einen feinstofflichen Körper haben und dann von Anfang an auf einer Dimension sind, die wir meistens gar nicht bewusst sehen. Mhm. Und dann bemerken wir es ja eigentlich nur schon darum nicht. Ja. Es wird ja auch in der spirituellen Szene immer wieder von Geistführern gesprochen. Ich selber habe auch schon in der Meditation vor vielen Jahren eben Wesenheiten getroffen oder die mich so ein bisschen sogar unterrichtet haben oder die mir einfach über mein Leben was gesagt haben. Sind es dann auch Teile dieser höher schwingenden Wesenheiten, von denen du da sprichst? Mm, ja und nein. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wo man halt die Grenze zieht, wie man die halt so einordnen will. Ähm, Weil aus meiner Sicht sind Geistführer ja eigentlich nur Seelen, die wir kennen. Und als wir noch in der geistigen Welt waren, haben wir entschieden zu inkarnieren und sie blieben in der geistigen Welt, Mhm. aber begleiten uns auf der Ebene weiter. Also es sind eigentlich Seelen wie wir, nur halt in einer anderen Position. Die uns Und sozusagen erinnern an unseren irdischen Plan, unsere irdische Aufgabe. ja, ja, Mhm. und die auch uns eine Führung geben können. Ja. Und Außerirdische, das ist für mich wirklich Wesen, die nicht von der Erde kommen. Mhm. Und es gibt auch im geistigen Team kann es Seelen geben, die nicht von der Erde kommen, also die ihren Ursprung auch auf einem anderen Planeten haben. Und dann könnte man ja wie auch sagen, dass das auch Außerirdische sind. Also von dem her, je nachdem, wie man das halt ansieht, vermischt sich das ja dann auch irgendwie. Ja. Ja. Ich wollte dich fragen, was ist dein Antrieb? Also ist da ein Bedürfnis, deine Einsicht mit der Welt zu teilen? Und wo kommt dieses Bedürfnis her? Was ist da die Antriebskraft dahinter? Also ich denke, dass so jeder Mensch ja seinen Weg hat, wie er auch sein Licht mit anderen teilt. Und das ist jetzt gerade so mein Weg. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir halt so die Welt anschaue, einfach so die physische Welt, die wir hier haben,
dann ist es ja immer noch für viele Menschen ähm, ganz normal, dass sie davon ausgehen, dass wir einfach nur die physische Welt haben, dass alles getrennt voneinander ist und dass das, was man hier tut, sicher keinen Einfluss hat auf irgendwie auf einem anderen Kontinent und dass das Leben irgendwie so sinnlos ist, einfach als Zufall existiert. Und wenn ich das halt so mitbekomme, dann denke ich, ja, ich tue da gern einen Beitrag dazu, weil ich weiß ja, dass das nicht so ist. Und ich von meiner Perspektive her sehe halt die Vorteile darin, wenn man versteht, dass alles miteinander zusammenhängt und dass das Leben eben nicht einfach nur ein Zufall ist. Also ich sehe da einfach die Vorteile auch darin, die das halt ja, mit sich bringen würde, wenn das Wissen halt mehr in der Gesellschaft wäre. Ja. Und bei dir war das ja sehr, sehr früh, schon mit 15, 16 oder noch früher, dass du angefangen hast, also in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und du hast ja eine sehr weiche, fast schon, wenn man dich dann hört, könnte man fast schon sagen, filigrane oder zerbrechliche Stimme, aber trotzdem ist ja die Botschaft dann bei dir trotzdem ganz klar. Ähm, ist es wie, also aus welchem inneren Wissensschatz sprichst du da heraus? Aus einer Erfahrung, aus einer Art Erleuchtungserfahrung oder wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Also es gibt gewisse Dinge, denen sage ich einfach Seelenwissen. Und das ist für mich so das Wissen, was ich wie mit auf die Erde gebracht habe. Also wie so von der seelischen Ebene her. Und eigentlich hat das ja jeder Mensch. Und ich kann mich einfach an gewisse Dinge noch mehr erinnern als jetzt die meisten anderen Menschen. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, wo ich dann einfach während der Zeit, wo ich hier bin, lerne. Also das fließt dann ja alles auch miteinander mit rein und kann man dann am Ende ja eigentlich auch nicht so voneinander trennen. Also es ist eigentlich eine Mischung. Ja. Wurde dann vom Umfeld, von deinem Umfeld dann schon sehr früh auch, die haben dich da sozusagen auch darin gelassen, dass du da frei sprechen kannst. Die haben das gefördert, deine Familie oder dein Umfeld? Naja, ich weiß nicht, ob man dem fördern sagen will. Mhm. Also meine Mutter hat damals, als ich ihr das erzählt habe, sie dachte irgendwie, ich hätte mit meinen Augen ein Problem und hat mich zum Arzt gebracht. Ich meine, der hat nichts gefunden und Ja. irgendwie kam sie dann so zum Entschluss, dass vielleicht doch was anderes dran ist. Mhm. Ähm, sie hat sich dann schon geöffnet, aber es war halt auch irgendwie, ähm, ich sag mal, es war nicht von Anfang an da oder Ja. Und so. in welchem Alter war das dann mit dem Augenarzt zum Beispiel? Ich glaube 13 oder so, Ja, ja. irgendwas Mhm. darum. Ja, gut, ja. Wie stehst du zur Berufung, Menschen und Berufung? Mhm. Also ich gehe auch davon aus, dass jeder Mensch wirklich einen Grund hat, warum er da ist und auch mehrere. Mhm. Ja, Und am einfachsten ist das, wenn wir unserem Herzen folgen, wenn wir unserer Intuition folgen, weil oft wissen wir ja nicht mehr, was haben wir uns eigentlich ausgesucht, bevor wir hierher kamen. ja, Und das Gute ist eben, wenn wir einfach unserer inneren Führung folgen, dann können wir das gar nicht verpassen, was wir uns da irgendwie vorgeplant haben. ja, Also die Dinge, die wirklich irgendwie für uns bestimmt sind, die finden auch auf ihre Art dann irgendwie einen Weg zu uns. ja, Ja, und manchmal tun wir ja auch schon das, was wir uns vorgenommen haben.
Also das kann auch sein. Manchmal sucht man einfach zu weit. Wir haben immer wieder jetzt darüber gesprochen, dass der Mensch schon eine Art Auftrag hat, einen Sinn, warum er jetzt reinkarniert ist, warum er hier auf der Erde ist. Aber wie ist es denn im Großen und Ganzen? Ist es ja alles von Bewusstsein sozusagen nicht durchflutet, sondern alles ist Bewusstsein. Ähm, Ist Bewusstsein dann eher etwas Neutrales? Es kommt halt darauf an, was man unter dem Wort steht. Mhm. Also es gibt ja, ich sag dem Quelle, das ist wie so die Einheit. Mhm. Und das ist natürlich ein anderes Bewusstsein, als wir hier auf der Erde mit unserem Bewusstsein, weil jeder von uns hat ja ein Bewusstsein und trotzdem ist das ganz verschieden. Aber auf einer seelischen Ebene, die Seelen, die kamen ja mal ursprünglich aus der Quelle. Und da ist ja wie unser Ursprung. Und diese Verbindung, die haben wir immer in uns. Selbst dann, wenn wir jetzt hier auf der Erde sind. Und darum sind wir immer auch mit dieser Einheit auch verbunden. Und Einheit ist eben auch Liebe. Und darum, eigentlich ist es wie, wenn man schaut, warum sich Seelen entscheiden, auf die Erde zu kommen und sich etwas aussuchen, egal ob es darum geht, dass man etwas mit anderen teilen möchte, dass man etwas lernen möchte, etwas heilen möchte. Ganz, ganz am Ende hat das immer alles nur mit Liebe zu tun. In was gehen wir da über, wenn wir in diese Einheit übergehen? Ist deswegen meine Frage nochmal, Bewusstsein, ist es neutral oder hat das Bewusstsein, dieses Allumfassende, diese Einheit, selbst noch einen Plan? Also dieser Ursprung der Quelle. Also für mich kann man dann das am ehesten mit neutral ähm, beschreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob das genau das passende Wort ist, weil ähm, wir haben irgendwie nur dreidimensionale Wörter und wollen etwas beschreiben, was halt ähm, einfach viel größer ist. Aber es ist halt nicht vergleichbar mit dem, was wir auf der Erde kennen. Und wir sind ja alle ein Teil von etwas Größerem. Ja. Und wenn wir hier auf der Erde sind, dann vergessen das auch viele Menschen und sie fühlen das auch gar nicht mehr. Und diese Verbindung zu allem. Und wenn wir mehr in der seelischen Ebene sind, dann spüren wir das noch. Hast du noch eine Message für uns oder so? Weil wir haben meinen Fragekatalog, der ist zu Ende und Ja, also ich finde einfach das Wichtige gerade in der heutigen Zeit, dass wir uns mit all den Nachrichten, die halt wirklich bei den meisten Menschen ja immer ankommen, dass man sich da nicht in diesen Strudel mit reinziehen lässt. Also dass man in Verbindung mit sich bleibt und seiner Intuition und diese Verbindung nicht verliert. Oder sich immer wieder zurückholt, wenn man mal merkt, dass sie weniger ist.